lieber Jo, ich freue mich, dass du Zeit für mich hast, um ein paar Fragen zu beantworten. Geht's dir gut? Ich auch. Ja, mir geht's blendend. Also so ein schön grünes, junges Mädchen vor mir. Ach. Was soll ich da denn anderes als gute Laune haben? Von dir ganz zu schweigen. Jetzt werde ich rot. Guck mal, das Gute ist, das sieht man ja nicht hier sieht so man nicht. Vor den schönen Kissen. Gut. Okay, dann fangen wir mal an. Wie bist du überhaupt zur Schauspielerei gekommen? Ich wollte das eigentlich schon immer machen. Also schon als kleines Kind habe ich damals an ARD, ZDF geschrieben, irgendwann dann an RTL und so gesagt, ich möchte bei euch drehen. Habe immer nette Absagen bekommen, weil ich einfach zu jung war und in einer Stadt, wo es kein Fernsehen gab. Und ja, aber das habe ich dann hartnäckig verfolgt und jetzt sitze ich hier. Und wie bist du hier gelandet bei Verbotene Liebe? Ich habe angefangen, Schultheater zu spielen, dann kleine Rollen gespielt im Fernsehen, meine erste Agentur gefunden, dann Schauspielschule besucht. Und dann irgendwann habe ich Glück gehabt und bin wirklich durch einen Zufall eigentlich hier gelandet mit einer kleinen Rolle und das wurde dann immer größer. Und irgendwann war ich Olli. Okay, da hast du wirklich mal richtig Glück gehabt. Spannend. Glaubst du, Schauspielschule ist unerlässlich, wenn man Schauspieler werden will? Finde ich eine schwierige Frage. Ich glaube, wenn das Hauptziel ist, auf der Bühne zu stehen, dann ist es auf jeden Fall wichtig, weil man einfach Technik braucht. Du brauchst dann die Technik mit der Stütze für die Stimme und das muss man lernen. Das ist einfach eine technische Sache. Vor der Kamera, glaube ich, gibt es auch Naturtalente, die das Learning by Doing mäßig für sich entdecken. Also es gibt ja tolle Leute, die nie auf einer Schauspielschule waren. Also es ist kein Muss für mich. Okay. Gut. Du machst ja neben Verbotene Liebe auch noch eine Menge. So als Model, glaube ich sogar. Oder auch noch andere Schauspieljobs und so. Was war denn so dein interessantester Job neben Verbotene Liebe? Der spannendste. Also ich finde das Schöne ja, dass man... gerade wenn ich das hier so als Basis habe, ganz viele unterschiedliche Dinge machen kann nebenbei und unterschiedliche Rollen spielen. Insofern ist der spannendste schwer zu sagen, aber letztes Jahr habe ich eine Rolle gespielt, wo mir digital die Beine amputiert wurden und die wirklich sehr düster war mal. Es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Habe ich sogar gesehen. War gut. Echt? Hast du gut gemacht? Ja, habe ich gesehen. Dankeschön. Gibt es sonst noch irgendeine Rolle oder irgendeine Emotion oder irgendeine Figur, die du so total gerne mal spielen würdest? Ja, ich wäre gerne mal so eine Norman Bates-Rolle. Okay. Also wirklich mal ein Psycho, der aber eigentlich erstmal ganz charmant rüberkommt und so nicht direkt zeigt, was er für einen Schatten hat. Sowas fände ich mal ganz schön. Ist Olli jetzt ja nicht wirklich hier, also ich hoffe, dass ich das wann anders mal woanders spielen darf. Mit Sicherheit. Why not? Daumen drücken. Daumen drücken. Ich drücke mit. Oh. Danke dir. Vorsicht, das ist gefährlich, das Ding, das greift manchmal auch an. Glaube ich sogar aus, oder? Ja gut, wie würdest du dich denn, wenn du jetzt Olli irgendwo treffen würdest auf der Straße, was glaubst du, wie du dich jetzt mit Olli privat verstehen würdest? Es ist eine gute Frage. Das wurde ich schon immer mal im Laufe der Jahre gefragt und hat sich meine Haltung auch ein bisschen geändert. Ich glaube heute, dadurch, dass ich als Jo ziemlich entspannt geworden bin und viel erlebt habe, käme ich mit Olli gut klar. Früher wären wir, glaube ich, keine Freunde gewesen, weil er manchmal einfach zu stark mit dem Kopf durch die Wand will oder so emotional ist. Das wäre mir manchmal vielleicht ein Tick zu viel. Okay, bisschen zu impulsiv. Ja, aber grundsätzlich ist Olli ja ein lieber Kerl und ich glaube, als Freund kann man glücklich sein, wenn man so einen Freund hat. Insofern, ja, heute wären Olli und ich so. Gut. Welche Rolle aus Verbotene Liebe oder welcher Figur aus Verbotene Liebe bist du denn so am ähnlichsten? Gibt es da irgendjemanden, wo du sagen würdest, boah, dem bin ich total ähnlich und mit dem habe ich ganz viel gemeinsam? Wem bin ich bei Verbotene Liebe ähnlich? Das ist aber mal eine Frage, die ich tatsächlich noch nie gefragt wurde und die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ich glaube, ich bin so eine Mischung aus allen 24 Hauptfiguren. Okay. Ja, die haben alle so Seiten, wo man sagt, das könnte passen, vieles auch nicht. Aber dass ich jetzt so eine einzige Figur hätte, wo ich sage, die passt wie Deckel auf Topf, nee, gibt's nicht. Okay. Ja, wird nie langweilig, wenn du von allen irgendwas hast, ne? Irgendwie auch scary, oder? Ja, aber auch lustig. Du bist ja jetzt auch schon ziemlich lange dabei. Wie lange bist du jetzt genau dabei, weißt du? Ach ja, das weiß ich schon, aber wenn ich das sage, wirke ich einfach unglaublich alt. Nee, ich habe angefangen als Olli 2000. Von 2000 bis 2002, dann bin ich erstmal ausgestiegen für fast 5 Jahre und seit 2007 jetzt wieder am Stück dabei. Und die Rolle ist immer noch spannend für dich oder hast du da irgendwelche Tricks, die spannend bleibt? Naja, das ist ja das Schöne in so einer Daily, dass die Rollen sich auch immer mal wieder ein bisschen neu erfinden und neue Seiten an sich entdecken. Insofern ja, gerade, ich weiß nicht, das darf ich glaube ich nicht sagen, was ich jetzt aktuell drehe, aber ist Olli in einer Phase, die ihn wieder so ein bisschen verändert oder wo frischer Wind in sein Leben gekommen ist und dadurch bin ich sehr gespannt, was ich jetzt wieder spielen darf. Die letzten 7 Jahre, ja, hat er auch so viel durchgemacht, dass es eigentlich nie wirklich langweilig wurde. Bist du denn, also guckst du auch privat Verbotene Liebe oder findest du es eher komisch, dich selbst im Fernsehen zu sehen?
Also mich selbst im Fernsehen zu sehen, fand ich früher ganz schrecklich. Das ist einfach so komisch, weil man denkt, ich mache da irgendwas und dann sieht man es und es ist ganz anders, als wie man sich vorgestellt hat. Inzwischen bin ich das gewohnt und kann das sehr distanziert anschauen, meine Arbeit, auch, glaube ich, relativ objektiv beurteilen, ob eine Szene von mir gut war oder nicht so gut war. Verbotene Liebe selbst habe ich früher leidenschaftlich gerne geguckt, als ich noch nicht dabei war. Also als das losging, war ich einer der größten Verbotene Liebe-Fans. Ja, also es war witzig, weil das startete zu meiner Abi-Zeit und eine gute Freundin von mir, die mit mir den Mathe-Kurs belegen musste, der uns beide nicht interessiert hat, hat die Zeit immer damit verbracht, mit mir über Verbotene Liebe zu sprechen. Immer gesagt, eigentlich musst du da mitspielen, du gehörst da rein. Ein paar Jahre später war ich dann dabei. Was dann aber auch die andere Frage beantwortet, ich habe keine Zeit mehr, es zu gucken. Okay. Also es ist ganz selten, dass ich zu Hause bin um 6. Du drehst dann auch sehr viel dementsprechend, hier auch am Set oder jetzt generell, auch nebenbei noch. Ja, also mit Verbotene Liebe und allen anderen Projekten habe ich schon einen sehr, sehr vollen Terminkalender. Und da ist ja das Schöne, die Mediathek, wo man dann die Folgen doch nochmal anschauen kann. Und wenn mich was ganz brennend interessiert, habe ich auch echt hier das Glück, dass ich innerhalb der Produktion mal in so einen Computer reingucken kann und Dinge nachschauen kann. Gut. Ja, mit welchem Kollegen, wenn du jetzt für einen Tag mal die Chance hättest, würdest du denn mal die Rolle tauschen wollen? Mit den Bösen. Also Ansgar oder Tanja sind so die zwei Rollen, die natürlich sehr dankbar sind und Spaß machen, weil die alles dürfen, alles und man liebt sie dafür. Das wären die Rollen, die ich dann gerne mal für einen Tag anschauen würde. Ja. Aber auch für 2 Tage, also es muss nicht nur der eine Tag sein. Oder für immer. Ja, dann wird mir Olli fehlen. Ja. Was ganz anderes wäre auch schön, aber ich mag Olli schon gerne. Ja. Das ist so eigentlich das komplette Gegenteil jetzt von Ansgar, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Lieb, gutmütig und Ansgar eher so ein bisschen berechnend und Ja, das ist ja ich das bezogen. Schöne, so das eine Ganz Plus anders. und Minus und irgendwie so die in der Mitte, da ist es dann spannend. Ja, jetzt als Abschlussfrage noch. Welche Entwicklung? schon? Ja. Ja, danach kommt noch mehr. Da Ach so, gut. kommen noch ein paar Ich dachte, spontan. dann, Nein. Ja, traurig. Aber die Quatschfragen, wo man dann so viel erzählt. Da kommt jetzt die letzte. In Anführungsstrichen. Welche Entwicklung würdest du dir jetzt für Olli wünschen in naher Zukunft? Oder welche Geschichte, welchen Verlauf für die Serie? Für Olli persönlich? Für Olli persönlich, ja, was sehr, sehr lange nicht bespielt wurde, Olli ist eigentlich bisexuell. Also ich fände es ganz spannend, wenn er vielleicht auch mal wieder in irgendeiner Form Interesse an einer Frau hätte, was ich auch spannend fände, aber glaube ich nie zu sehen bekommen werde, wenn Olli sich in Bella verlieben würde. Das wäre mal wieder eine verbotene Liebe. Ja, und sonst, ich möchte einfach, dass er jetzt mal ein Tief erlebt, so ein bisschen auch auf die Kacke hauen darf und dann soll er aber schon langfristig glücklich sein. Ich möchte Olli glücklich sehen. Ach, wollen wir alle. Ist so süß, der Olli, ne? Was, der ist so süß? Ja, der ist so knuddelig, der ist so lieb und gutmütig und den will man immer glücklich sehen. Ach Gott, Ja. wir könnten das noch Stunden machen, du weißt Ja. einfach, was ich hören will. Genau. Ja gut, dann kommen aber jetzt die Spontanfragen. Ein bisschen zum Lachen, einfach ohne drüber nachzudenken, einfach antworten. Hund oder Katze? Beides. Ich kann nicht einfach Du darfst nur auch beides antworten. sagen. Es ist das Schwierige. Ich habe immer gesagt, ich möchte eine Katze, bis ich letztes Jahr in New York war und in einem Schaufenster einen Hund gesehen habe, wo ich sagte, oh Gott, genau diesen Hund möchte ich. Und jetzt habe ich kürzlich rausgefunden, was das für eine Rasse ist, nämlich Boston Terrier. Und so einen will ich auch haben. Ach, die kenne ich, die sind wirklich süß. Ja, und das Gute an denen ist, die verstehen sich mit Katzen. Echt? Also eigentlich einzige Rasse habe ich wahrscheinlich so mit, ne? ein Merkmal der Rasse ist, dass sie sich mit Katzen verstehen. Okay. Insofern sollte ich eine Katze haben, die mit diesem Boston Terrier sich versteht und vielleicht ein kleines Äffchen, das die beiden Gassi führt. Ja, ist so weniger Arbeit, ne? Ist ja alles zu Hause, Ich was man hätte so auch gerne noch ein braucht. Erdmännchen, das darf ich aber nicht. Ein Erdmännchen? Ja. Oh. Das ist ein richtigen Zoo zu Hause dann. Da ich nie da bin, müsste sich jemand anderes drum kümmern und alle meine Freunde sagen nö. Toll. Macht das Äffchen. Ja. Das hat mir bis jetzt noch keiner geschenkt. Falls ihr ein Äffchen über habt. Ich guck mal. Irgendwo im Kleiderschrank habe ich, glaube ich, noch eins. Echt? Quiekt immer so da raus nachts. Das würde mir jetzt Gedanken machen, wenn es aus meinem Kleiderschrank quieken würde. Aber gut, falls es bei dir über ist, du weißt ja, wo meine Garderobe ist. Okay. Gut, weiter. Fleisch oder Tofu? Ach, ich bin kein Entscheidungstyp. Beides. Nein, ich eigentlich Fleisch, aber ich esse auch gerne Tofu. Sehr gut. Herz oder Kopfmensch? Ein bisschen schwieriger schon. Kopfmensch mit Herz. Kopfmensch mit Herz. Das ist eine gute Antwort. Zum Nachdenken. Das ist ganz philosophisch, oder? Ja. Chips oder Schokolade? Chips. Eindeutig. Ich liebe auch Schokolade, aber in Maßen und das Einzige, wo ich wirklich keine Grenzen kenne und nicht aufhören kann, sind Chips. Kenne ich. Sieht man nicht. Danke. Dieter. Bitte. Danke. Was haben wir noch? Montag oder Freitag? Ist auch interessant. Freitag. Freitag. Sport oder Couch? Sport. Freitags. Was?
ob ich freitags Sport mache. Alles gut. Aber ich mache sehr viel Sport immer und nee, aber der Montag ist einfach ein fieser Tag, weil die Woche so losgeht und alle schlecht gelaunt sind. Grundsätzlich mag ich auch Montage, aber die meisten Leute sind montags echt scheiße drauf. Kann ich bestätigen. Ist immer so. Drama oder Action? Action. Feinripp oder Spitze? Naja, an mir sieht Spitze natürlich verboten scharf aus, aber grundsätzlich weder noch. Weder noch. Nix davon. Schade. Strand oder Berge? Strand und Berge. Vancouver, da gibt's beides. Ja, du hast leider die ganzen Themen, wo ich beides mache. Ich bin tatsächlich im Leben jemand, der sich ungern auf eine Sache festlegt, weil ich das total blöd finde, wenn man sagt, ich will immer nur das und damit was anderes ausschließt. Ja. Insofern versuche ich überall eigentlich das Beste mitzunehmen. In dem Fall wären Strand und Berge und vielleicht noch ein bisschen Steppe was Schönes. Steppe, okay. Ja, da verpasst man nichts. Hat man alles aufgesogen bis zum Lebensende und hat ganz viele Erfahrungen gemacht. Düsseldorf oder Köln? Fangfrage. Oh, das ist die böseste Frage, die es gibt. Das ist auch die letzte. Wir spielen in Düsseldorf und ich habe in Düsseldorf schon tolle Erlebnisse gemacht. Da stehe ich regelmäßig auf der Theaterbühne. Die Menschen sind ganz toll, aber mein Herz schlägt für Köln. Frage beantwortet. Köln. Köln. Ja gut, dann sind wir auch schon durch. Ging noch schnell. Kommen jetzt noch böse Sachen, oder? Nein. Bist entlassen. Ich will noch nicht. Ups. Und jetzt? Jetzt haben wir nichts mehr. Du hast doch bestimmt noch... Komm, wir machen noch Till Demtröder. Till Demtröder? Ja. Ich weiß gar nicht, ob der heute da ist und für den Fall, dass du den nicht findest, kannst du dann einfach reinschneiden. Doch, der ist aber, ich glaube, sind so ziemlich dieselben Fragen. Okay, ich guck mal, ob da was dabei ist, was ich noch nicht beantwortet habe. Also Till würde auf jeden Fall sehr gerne mal Olli spielen, das kann ich dir sagen. Wie würdest du dich selbst mit 3 Worten beschreiben? Genau. Das ist doch auch mal interessant. Dich selbst als Person. Soll ich das unabhängig jetzt für von Till Olli beantworten? Nee, für dich. Das kann ich nicht. Warum? Das kann ich einfach nicht. Sind zu wenig? Zu wenige Worte? Nein, das ist aber einfach eine Frage an Till und jetzt fühle ich mich, als würde ich Tills Fragen vergewaltigen. Oh. Tja, dann sind wir fertig. Schade, war sehr schön mit dir. Ja, finde ich auch. Wann machst du es wieder? Am liebsten immer, jeden Tag, wenn ich darf. Ja, dann komm jeden Tag bei mir vorbei, ich freue mich. Ich mich auch. Gut. Ich danke dir. Dann viel Spaß noch. Dankeschön, Danke. dir auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.